Hallo zusammen und willkommen zu diesem Video. Ein Tisch gänzlich ohne Produkte und trotzdem geht es um Produktbewertungen. Es geht um sogenannte Reviews. Auch ich erstelle ja gerne Reviews über Produkte, die die Fotografie betreffen. Das Netz ist voll mit Produkten. Wenn du YouTube betreibst, wenn du Instagram betreibst, kommst du irgendwie nicht drum rum, denn irgendwann kommen die Hersteller und sagen, möchtest du nicht mal mein Produkt vorstellen? Aber was ist denn dran? Wie viel Wahrheitsgehalt steckt denn jetzt in solchen Produktbewertungen durch Influencer? Kann man dem tatsächlich uneingeschränkt glauben? Oder was könnte einen Influencer dazu bewegen, vielleicht das eine oder andere Detail wegzulassen, damit das Produkt in einem besseren Licht dasteht? Auch ich habe in den letzten 2 Jahren hier meine einschlägigen Erfahrungen sammeln dürfen, sammeln können, sammeln müssen. Wie es also aussieht in der tollen Welt der Produkte-Reviews mit den besten Produkten, die es gibt auf der Welt, all das besprechen wir mal in diesem Video. Produktreviews, wohin das Auge blickt, ihr Lieben. Das Netz ist voll und auch ich mache gerne Produktvorstellungen. Und zwar von Produkten, die nicht nur mir selber gefallen, sondern von denen ich denke, Mensch, das könnte tatsächlich den einen oder anderen von euch auch interessieren. Grundlegend ist das kein Problem. Ich selber schaue mir gerne Produktreviews an, einfach aus dem Grund, um mal ein bisschen Abstand vom Hersteller zu bekommen, also vermeintlichen Abstand. Aber da kommen wir gleich zu. Denn natürlich sind Produktbilder immer retuschiert. Da siehst du keinen Makel auf dem Produkt, keinen Produktionsmakel, keine abstehende Kante oder sonstiges. Da finde ich es zum Beispiel interessant. Das mache ich auch gerne, wenn ich mir irgendwas kaufe. Das muss nicht aus dem Fotobereich sein, ob es Küchenutensilien sind oder sonstige Geschichten. Ich schaue mir dazu tatsächlich gerne mal ein Video an. Nach Möglichkeit ein YouTube-Video von jemandem, der vielleicht schon mal die ein oder andere Sache davon auch getestet hat. Und da verlasse ich mich natürlich auf dessen Auskunft und auf dessen Meinung. Jetzt gibt es natürlich sehr, sehr viele Videos, die man sich über bestimmte Produkte anschauen kann. Was mir immer wieder auffällt, ist dabei, dass es YouTuber, Influencer, Instagrammer gibt, die alles als das Beste darstellen, was sie jemals hatten. Viele haben nämlich das Problem, dass sie auf Umsätze angewiesen sind. Und das ist ein großes Problem, denn das schafft nämlich Abhängigkeit, auch wenn ihr vermeintlich das am Anfang gar nicht merkt. Und die Abhängigkeit, die wird immer deutlicher, sage ich euch aus eigener Erfahrung, von den Angeboten von Herstellern. Ich habe das gerade, dass mir ein großer Hersteller eines sehr hochwertigen Produktes, das ich euch tatsächlich wirklich gerne vorgestellt hätte, vielleicht kommt es auch noch, das werden wir sehen, tatsächlich schon mir die 10. E-Mail jetzt geschrieben hat, indem ich ihm versichern soll, dass ich auf gar keinen Fall, selbst wenn ich etwas finde, weil er hat sich meine Videos angeguckt und ich bin ja eher bekannt dafür, dass ich auch mal was Negatives anspreche, das hätten sie auf gar keinen Fall gerne in ihrem Video. Also sie würden mir das Produkt schon zur Verfügung stellen, aber nichts Negatives darf ich darüber sagen. In meiner letzten Antwort habe ich dem Hersteller dann geschrieben, lieber Hersteller, ich finde es ja gut, dass du auf mich zugekommen bist, dass du denkst, dass ich vielleicht ein Partner bin, der dein Produkt vorstellen könnte. Aber ich lasse mir von dir nicht sagen, was ich vorstelle, beziehungsweise wie ich im Endeffekt dann das Produkt bewerte. Ich weiß, dass auch in der Vergangenheit der ein oder andere da bösen Willen unterstellt hat, wenn ich über ein Produkt tatsächlich mal etwas gesagt habe, was ich allerdings auch gezeigt habe, was vielleicht nicht so gut ist. Ja? Das Problem daran, habe ich manchmal das Gefühl, ist, dass der Zuschauer es gar nicht mehr gewohnt ist, dass jemand was Kritisches sagt. Wenn jetzt was Kritisches über ein Produkt kommt, dann ist man gleich der Meinung, ne, das kann nicht echt sein. Also zumal ja vielleicht der ein oder andere sehr große YouTuber oder Influencer das Produkt ja auch getestet hat und der hat gesagt, das ist das Beste, was er jemals hatte. Da muss es doch gut sein. Da kann auch nicht jemand anders kommen und sagen, no, vielleicht ist es nicht so gut. Ne? Ihr Lieben, wie sieht es denn aus mit den Verträgen? Was möchten denn die Hersteller? Es ist tatsächlich so, ihr Lieben, dass viele Hersteller immer mehr auf einen zukommen, sagen, hey, ja, du könntest unser Produkt als erster testen, wir schicken es dir als ersten, du musst das nicht bezahlen. Du kriegst natürlich auch kein Geld dafür, aber wir haben einen Affiliate-Link für dich. Und dann kriegst du den ein oder anderen Prozentsatz. Das ist eine grundlegende Geschichte, wie sich natürlich YouTube-Kanäle finanzieren. Anders kannst du es leider nicht finanzieren. Es ist leider so, aus YouTube-Einnahmen geht es leider nicht. Auch bei mir findet ihr unter den Videos Links. Wenn man da draufklickt, unterstützt ihr den jeweiligen YouTuber, nicht nur mich, sondern auch jeden anderen. Für euch wird das Produkt nicht teurer, sondern der Hersteller sagt, Mensch, den einen oder anderen Prozentpunkt, den gibt es dann halt für den Aufwand, den der YouTuber mit diesem Video hatte.
Natürlich hat das Vorteile und auch Nachteile. Vorteile für den Hersteller, tja, der muss kein Geld ausgeben für teure Fernsehwerbung oder sonstiges. Nachteile für euch Zuschauer, natürlich gibt es YouTuber, die dann auch eher bemüht sind, ein sehr positives Licht auf ein Produkt scheinen zu lassen, damit du als Zuschauer denkst, Mensch, wenn das Beste ist, was der je getestet hat, klicke ich da unten auf den Link, kauf mir das und je mehr Provision erzielt man. Diese Vorgehensweise finde ich persönlich falsch und deshalb gibt es in meinen Videos oftmals Kritikpunkte, die ich anspreche. Ich weiß, dass ich für viele Sachen auf den Deckel kriege, weil es gibt Leute, die können das gar nicht glauben, dass ich jetzt da was gefunden habe, was vielleicht 3 andere gar nicht gefunden haben. Mag vielleicht aber auch daran liegen, dass die anderen es gar nicht richtig getestet haben oder dass die anderen sagen, naja, okay, das verstecken wir mal oder wir erwähnen es gar nicht. Ja, das gibt ja gute Beispiele dafür, das Stativ zum Beispiel von Lensaid. Ne, damit hatte ich ja auch angefangen, so auch mit einer meiner ersten Reviews, wo ich tatsächlich gesagt habe, Leute, Stativ, ja, ist grundlegend gut, aber Kugelkopf, der ist Müll. Ne, habe ich dem Hersteller auch so mitgeteilt und anstatt mir irgendeinen Knebelvertrag aufzudrücken, hat Lensaid gesagt, Rico, das finde ich gut. Ne, wir haben das schon ein paar Leute rausgeschickt, alle haben gesagt, oh, was ein tolles Stativ, da machen wir ein Video drüber, damit alle das kaufen und ihre 3% absahen. Ich habe gesagt, das Stativ ist gut, aber der Kugelkopf ist scheiße. So, was hat Lensaid gemacht? Die haben nicht gesagt, mit dir wollen wir nie wieder spielen, sondern Lensaid hat gesagt, hey, gut, das ist cool. Da sind wir noch gar nicht drauf gestoßen. Wenn du meinst, dass das so ist, dann denken wir vielleicht doch mal darüber nach. Und genau das ist es. So muss es laufen. Und nicht, dass der YouTuber alles schön redet. Und das ist leider sehr, sehr oft so, dass ich viele Videos, die ich mir auch ansehe, wo ich mir dann das 3. oder 4. Video ansehe, wo ich sage dann, Mensch, so, ja, ob das so stimmt, was die mir jetzt hier alle erzählen, weil die erzählen ja das Gleiche. Und dann lebst du vielleicht irgendwo so einen ganz kleinen YouTuber, so einen Rand-YouTuber, der dann sagt, ja, ich habe das gehabt, das ist aber blöd. Hört ruhig mal da drauf, wenn ihr solch ein Video findet. Denn tatsächlich ist es so, dass viele sich da ein bisschen abhängig von machen lassen. Ich finde es auch immer erstaunlich, wenn Leute nur einen Karton auf dem Tisch haben und sagen, das Auspacken in Unboxing und sagen, das ist toll, das müsst ihr kaufen, das habe ich noch nie probiert, aber ich denke, wenn ihr auf meinen Affiliate-Link klickt, dann muss das ja gut sein. Ja, deshalb, ihr Lieben, nehmt euch auch mal derer an, die Kritik üben und nicht immer gleich dagegen schießen. Also ich selbst erlebe das ja auch, ich sehe auch auf anderen YouTube-Kanälen, es gibt auch andere YouTuber, muss man ganz klar sagen, die natürlich auch kritische Sachen ansprechen. Was mir aber auffällt, dass die immer recht klein bleiben, weil die Leute das gar nicht offensichtlich mehr gewohnt sind, dass man auch Kritik übt. Denn wenn man so ein Video guckt, dann will man doch, wenn das vielleicht sogar schon ein Produkt ist, was man selber hat, man selber vielleicht auch schon festgestellt hat, dann muss man natürlich auch ein bisschen Selbstreflexion abkönnen. Man muss die selber üben und vielleicht auch zu sich selber sagen, Mensch, das war vielleicht nicht der beste Kauf, aber wenn dann jemand kommt und das auch noch oben drauf haut und sagt, ja, das ist nicht das Beste, was du gekauft hast, dann fühlt man sich vielleicht schlecht. Und dann sagt man, du bist ja ein blöder YouTuber, das funktioniert so nicht. Erlebe ich unter vielen anderen Kanälen auch, die tatsächlich kritisch mit Produkten umgehen. Währenddessen die alles hochjubeln, die sind gefeiert. Ne? Das sind die tollen YouTuber, die haben Ahnung, das sind die tollen Influencer, die tollen Instagrammer. Ja, weil wenn die das vorstellen, hey, dann muss es doch gut sein. Schaut mal ein bisschen genauer hin. Es ist tatsächlich aktuell oder vielleicht auch schon in der Vergangenheit, ich weiß nicht, so lange bin ich ja noch nicht dabei. Ich bin erschrocken, dass tatsächlich hier nicht alles Gold ist, was glänzt. Ich persönlich lehne solche Anfragen ab. Auch Anfragen, wo mir der Hersteller sagt, wir würden dir gerne ein Produkt zur Verfügung stellen und so wie du es hast, im Laufe einer Woche hätten wir gerne ein Video. Du kannst in einer Woche keinen Erfahrungsbericht über ein Produkt machen. Selbst ich kann das nicht, wo ich jetzt sagen würde, hey, ich bin Vollzeitfotograf, ich nehme das einfach mal jeden Tag mit. Geht nicht, weil es gibt halt nicht jeden Tag Umstände, wo du es probieren kannst. Deswegen lasse ich mir gerne Zeit, was vielen Herstellern nicht gefällt. Ich habe vielleicht auch nicht immer das neueste Video. Ein Produkt kommt raus, dann bin ich nicht immer der Erste, der das Produkt hat, weil ich mir Zeit lasse mit Produkten. Ich habe auch noch einige Reviews von Produkten, die ich gut finde, wo ich mir aber lange Zeit gelassen habe. Wo ich gesagt habe, das will ich mal testen, weil oft ist es ja so, der erste Anschein trügt manchmal und dann hast du irgendeine Situation und denkst, siehst du? Rollei ist ein sehr, sehr gutes Beispiel, muss ich mal lobend erwähnen an dieser Stelle. Rollei ist einer der Hersteller, auch da habe ich ja das neue Rechteckfiltersystem vorgestellt und das ist mir zum Beispiel in der praktischen Anwendung in Schweden aufgefallen und dem Daniel, den ich mit hatte, meinem Fotobuddy, dem Ostsee-Fotobuddy, dem ist es auch aufgefallen, dass die Schienen abfallen bei einer bestimmten Nutzung des Systems. Ich nutze das so, er nutzt das so, viele meiner Workshop-Teilnehmer nutzen das so, vielleicht nutzt du das nicht so, dann betrifft es dich nicht. Aber ich finde es fair, zum Beispiel dir gegenüber zu sagen, hey, das ist mir aufgefallen, das fällt runter. Das mag sich vielleicht auf das Affiliate-System auswirken. Ich verkaufe mit Sicherheit darüber jetzt nicht so viele von diesen Filtersystemen, wie jemand sagt, das ist ein super tolles System. Guck mal hier, ich habe 3 Sets davon. Prima, Rollei hat da richtig einen rausgehauen. Da könnt ihr kaufen. Das mag sein,
Aber ich kann guten Gewissens abends schlafen gehen. Und da schlafe ich mit einem guten Gewissen, weil ich sage, ja, Mensch, ich habe die Vor- und die Nachteile aufgezählt, fertig. Und wisst ihr, was Rollei gemacht hat? Und deswegen erwähne ich es ja auch ganz positiv. Rollei hat nicht gesagt, mit dem wollen wir nichts mehr zu tun haben, ne? Ähnlich wie Lensaid, sondern die haben ja auch gesagt, super, vielen Dank. Und genau das hat Rollei auch gemacht. Er hat gesagt, Mensch, Leute, das ist gut. Rico, vielen Dank, das ist uns noch gar nicht aufgefallen. Ihr müsst ja auch immer davon ausgehen, nicht jedes Produkt ist ausgiebig getestet. Da sitzt manchmal irgendwo so ein Produktdesigner, der war vielleicht noch gar nicht fotografieren oder stellt sich eine bestimmte Situation nicht vor. Der denkt natürlich selber, er hat ein super Produkt entworfen, das geht auch in die Serienfertigung. Und jetzt kommt so ein blöder YouTuber wie ich, so ein Fotograf und sagt, Leute, das geht nicht, da fallen vorne die Schienen ab. Tja, dann ist es aber gut, denn wenn ich dann als Hersteller sage, guter Hinweis, dem werden wir nachgehen, wir probieren das mal bei uns. Und wenn wir das tatsächlich als Problem empfinden, und so hat Rollei das auch gemacht, die haben gesagt, ja, wir geben diese Info sehr, sehr gerne an unsere Entwicklungsabteilung weiter, denn wir können nur dazulernen und unser Produkt besser machen. Rollei, dicken Daumen hoch. Im Gegensatz zu vielen anderen Herstellern, die dir wirklich versuchen, so eine Knebelverträge aufzudrücken. Viele YouTuber nehmen das an, dann gibt es ein halbherziges Video, wo alles toll ist. Hauptsache, die Provision stimmt. Und das finde ich sehr, sehr schade und ich finde es unfair euch gegenüber. Und im Grunde ist es ja unfair sich selbst gegenüber. Klar, Kasse stimmt, aber wie glaubhaft bist du dann nach einem langen Zeitraum noch? Gut, es wird immer Leute geben, die dir zujubeln und sagen, Mensch, der ist aber sympathisch, auch wenn das Produkt kacke war. Das ist egal, das ist ein toller Typ, Mensch, der ist immer fröhlich oder so. Sind ja viele YouTuber, darauf kommt es ja auch an. Ne? So miese Peter guckt sich ja auch keiner an. Ich bin auch fröhlich, aber das bin ich von Natur aus. Egal, ob das Produkt gut oder ob es schlecht ist, ihr Lieben. Wenn ihr meine Videos guckt, müsst ihr mit leben. Und auch in der Vergangenheit habe ich natürlich dafür auch Prügel einstecken müssen von Leuten, die gesagt haben, nee, das haben 3 andere YouTuber auch getestet, die haben gesagt, das war top. Und was du jetzt sagst, du willst einfach nur das Produkt runter machen. Nee, wenn das ein Fehler ist, ein Manko ist, ein Nachteil ist, den ich selber festgestellt habe, beim Fotografieren, bei der praktischen Anwendung, dann müsst ihr in meinen Reviews, wenn ihr sie schaut, damit leben, und ich weiß, viele von euch wissen es zu schätzen, dass es auch mal negative Punkte gibt. Das heißt ja nicht, dass das Produkt dafür komplett schlecht ist oder ihr es nicht kaufen könnt oder kaufen solltet, sondern ich denke, der bessere Weg ist, ein Produkt völlig frei von irgendwelchen Vorurteilen zu testen und dann jedem selbst die Möglichkeit zu lassen, pass auf, das ist der große Berg mit den Vorteilen und es gibt vielleicht auch einen kleinen Berg mit Nachteilen. Und dann kann jeder entscheiden, ist es der kleine Berg mit Nachteilen? Überwiegt der für mich? Ist der vielleicht doch größer als der andere mit den Vorteilen? Oder betreffen die mich gar nicht, weil so fotografiere ich gar nicht, so mache ich das gar nicht, das würde mich gar nicht interessieren. Und dann kann jeder selbst entscheiden, ist es mein Produkt oder ist es nicht mein Produkt? Tja, ihr Lieben, alles Lug und Trug und Schein. Vieles leider. Ich muss es euch an der Stelle sagen, meine Erfahrung aus den letzten 2 Jahren YouTube und im Moment wird der Druck tatsächlich immer größer, auch von Seiten der Hersteller. Es gibt immer weniger, die dir sagen, hey, nimm dein Produkt, teste es und dann mach ein nettes Video. Nee, viele wollen tatsächlich vorher das Video sehen. Viele schicken dir einen Vertrag, wo drin steht, es darf nichts Negatives darüber bestehen, es darf kein Nachteil für uns entstehen. Aber das ist für mich kein Produktreview und solche Produkte nehme ich auch nicht an. Die könnt ihr euch auf anderen Kanälen angucken, die gibt es nicht auf meinem. Vielleicht habe ich da nicht so viele Videos, vielleicht ist mein Wachstum nicht so groß. Aber für mich, macht das so nicht. Tut mir leid. Ja? Und ich weiß, viele andere YouTuber sehen das genauso, die machen das auch nicht. Die sprechen es sehr kritisch an, aber die bleiben eben klein. Ist halt so. Da muss man dann auch mit leben, aber das muss ja jeder im Endeffekt mit sich selber ausmachen können. Tja, ihr Lieben, was haltet ihr denn von Produktreviews? Seht ihr das auch so, dass leider oft anscheinend niemand das Produkt wirklich richtig getestet hat, dass es einfach nur eine Vorstellung gibt mit einem Affiliate-Link und dann geht es darum, hey, wer verkauft die meisten Einheiten? Es ist ein Problem, Leute. Es ist ein Problem. Oder sagt ihr, ja, auf so ein Produktreview, da verlasse ich mich. Wenn du sagst, das ist es, dann kaufe ich das. Oder du sagst auch, ich gucke mir lieber mal 2, 3 Videos an und guck mal, ob einer vielleicht doch was Kritisches darüber sagt. Und dann überlege ich vielleicht doch auch mal, ist das mein Produkt oder ist es vielleicht nicht mein Produkt? All das schreibt mir unten mal gerne in die Videokommentare. Tja, und wenn wir uns künftig in einem neuen Video wiedersehen wollen, lasst mir nicht nur für dieses einen Daumen hoch da, sondern wenn ihr ein ehrliches Review sehen wollt, dann abonniert auch gerne meinen Kanal, wenn ihr es nicht ohnehin schon getan habt. Ihr Lieben, das soll es mal wieder gewesen sein. Kleiner Meinungsaustausch mit euch. Ich bin auf eure Meinungen gespannt zum Thema Reviews. Wie glaubhaft findet ihr das Ganze und wie unglaubwürdig findet ihr das Ganze? All das unten in die Videobeschreibung. Ihr Lieben, in diesem Sinne, bis dahin.